wenn man sich dieses Bild heute ansieht, ja, dann könnte man glatt denken, dass es genauso auch gedacht war, wie es hier liegt. Ja, war es aber nicht. Es gab in diesem Bild einen Moment, der sich im ersten Augenblick richtig angefühlt hat und trotzdem alles verändert hat. Und zwar nicht, weil irgendwas schiefgelaufen ist und auch nicht, weil irgendwas misslungen wäre, sondern weil das Bild danach ein anderes war. Und es gab keinen Weg zurück zu dem Zustand von davor. Und genau um diesen Moment geht es heute. Am Anfang habe ich einfach meine Strukturmasse aufgetragen, und zwar habe ich die schon so präpariert, dass die dann kräckeln soll, also so Risse und ja, so tiefe Furchen sollte die bekommen. Genau das kann man nicht genau planen, also egal was für eine Masse du da nimmst. Da arbeitet man schon etwas mit einem Zufall, aber trotz alledem ist es am Ende kein Zufall und auch kein Versehen. Also es soll schon eine Struktur entstehen, die lebendig aussieht und ja, die einfach reagiert. Und als sich die Risse dann geöffnet haben, hat sich das auch erstmal alles ganz stimmig angefühlt. Also es entsprach genau dem, was ich oder wonach ich gesucht hatte. Und das ist ja immer schon ein ganz schöner Moment. Man guckt auf seine Struktur und ja, sie ist ungefähr so, wie man sich das gewünscht hat. Aber was ich in diesem Moment halt noch nicht wusste, war, wie stark die Struktur das Bild jetzt festlegt. Und zwar nicht im Sinne von richtig oder falsch, sondern im Sinne von ab hier sind bestimmte Wege nicht mehr möglich. Und das merkt man oft nicht sofort, sondern wenn man arbeitet und arbeitet, dann stößt man wieder auf Hindernisse und auf Grenzen. Also oft zeigt sich das erst später, wenn man weiterarbeitet und spürt, dass das Bild weniger Spielraum lässt als gedacht. Und genau hier beginnt dieser schmale Grat zwischen einer Entscheidung, die sich richtig anfühlt, und einer Konsequenz, die man erst nach und nach versteht. Nach der zweiten Schicht hat mir das Bild gefallen. Also nicht im Sinne von fertig, obwohl ich schon überlegt hatte, ach Mensch, das sieht so gut aus. Das spricht mich total an. Aber es war eben nicht fertig im Sinne von stimmig. Es fehlte noch was. Es hatte keine Spannung, aber auch keine Unruhe. Es war offen, ohne beliebig zu sein. Und genau das ist ein Zustand, den ich im Malprozess gut kenne. Also ein Moment, in dem man denkt, so könnte es bleiben. Und ja, genau dieser Gedanke ist aber oft trügerisch. Aber nicht, weil er falsch ist, sondern weil er etwas festhalten will, was eigentlich noch in Bewegung ist. In solchen Momenten ist noch nichts entschieden. Das Bild ist einfach noch da, aber es ist eben auch nicht mehr ganz am Anfang. Also du bist im Prinzip jetzt im Prozess. Und genau hier entsteht oft so ein Wunsch, etwas zu setzen, irgendwas zu machen. Einen Akzent oder irgendeine Richtung, eine andere Farbe. Ja. Das war dann der Punkt, an dem ich blau drüber gekippt habe.
Und zwar aus einem totalen Impuls heraus. Also gar nicht zögerlich oder vorsichtig, sondern ganz klar. Es hat sich total stimmig angefühlt. Und der Fensterwischer lag da und ja, die Bewegungen waren so direkt und du konntest die Farbe so gut einfach verstreichen und es macht Spaß einfach. Und ja, es ist fast wie selbstverständlich. Und das sind so die Momente, in denen man nicht viel denkt. Also man ist einfach in seinem Tun. Man macht einfach. Und genau deshalb fühlen sie sich oft richtig an. Aber erst später dann, mit etwas Abstand, zeigt sich, was dieser Schritt tatsächlich bewirkt hat. Also ich selber trete dann auch oft mal zurück, bleib stehen und guck einfach, was da jetzt vor mir liegt und ja, versuche einfach zu verstehen, dass das Blau für mich in dem Moment tatsächlich einfach viel zu stark war. Es hat dann einfach diese vorhandene Struktur nicht mitgetragen, sondern viel zu sehr überdeckt und einen viel zu großen Kontrast gehabt, der für mich überhaupt nicht harmonisch dann wirkte. Das Blau war nicht falsch gewesen, sondern es ist in dieser Menge auf dem Bild und hat dem Bild selbst einfach keinen Raum mehr gelassen. Und das ist dann so auch schwer auszuhalten, weil der Impuls so ehrlich war und weil das Tun Freude gemacht hat. Und trotzdem stand das Bild jetzt da und an einer Stelle, die nicht wie vorher war. Und was jetzt tun? Ja, ab diesem Moment war klar, das Bild ist nicht mehr das, was es vorher war. Ich habe mir die Zeit genommen, mir das wirklich anzusehen. Aber nicht, um es zu bewerten, also nicht falsch verstehen. Ich gucke mir das nicht an und bewerte das, sondern ich versuche es zu verstehen und etwas zu erfahren, womit ich jetzt weiterarbeite. Ja, und dann kam das Weiß. Und das Weiß fühlte sich dann wieder richtig an. Und es ist dann eben wieder ein anderer Weg. Und ja, irgendwann war dann klar, dass das ursprüngliche Bild, dass ich das einfach gehen lassen muss. Ich habe also hell drüber gemalt, aber nicht, um das Blau jetzt ungeschehen zu machen, sondern um mit dem Bild weiterzugehen. Also mit dem weiterzuarbeiten, was jetzt da war. Und das Blau hat mich einfach dahin geführt und das gehört dann auch mit so zu diesem Prozess dazu. Das Ganze ist jetzt kein Zurückgehen, sondern das ist ein Weiter, aber eben unter anderen Voraussetzungen. Und in diesem Moment wurde mir dann auch klar, es reicht halt nicht, dass sich ein Schritt richtig anfühlt. Es muss auch zu dem Bild passen, was im Bild gerade halt da ist. Und das führt oftmals ja genau zu diesen Verwirrungen, die man selber hat, wenn man genau in diesem Prozess ist und genau das eben passiert, dass man irgendwas macht, was dann nicht dem entspricht, was man erwartet hat. Obwohl es total viel Spaß gemacht hat und aus so einem Impuls kam. Ja, ich erzähle das jetzt hier nicht, weil das Bild ein besonderes Beispiel sein soll oder weil man daraus eine Regel ableiten kann. Ganz viele fragen mich ja,
Warum machst du das so? Wieso passiert jetzt das? Warum machst du immer das und das? Und das ist keine Regel. Also das ist einfach ein Moment, der immer wieder vorkommt, aber man kann da jetzt keine Regel daraus ableiten. Ich erzähle es eben, weil solche Momente ganz normal sind, wenn man wirklich authentisch arbeitet. Dass sich dann ein Schritt in dem Moment richtig anfühlt und das Bild sich danach verändert. Dass man etwas verliert, was man mochte und trotzdem weiterarbeitet, weil es jetzt um etwas ganz anderes geht. Ja, vielleicht erkennst du dich darin wieder und vielleicht auch nicht. Aber wenn du gerade an einem Bild arbeitest und das Gefühl hast, dass etwas gekippt ist, dann heißt das nicht automatisch, dass du falsch gearbeitet hast. Manchmal heißt es dann halt nur, dass das Bild jetzt ein anderes ist und etwas anderes von dir braucht. Ja, zum Schluss noch ein paar Worte, obwohl es ja heute sowieso durchgehend ganz persönlich für euch war, also für uns, für unsere Community hier, für euch, weil ich immer wieder Fragen bekomme, auch E-Mails und so weiter. Und ja, auch mir immer wieder solche Momente passieren und ich denke dann immer wieder darüber nach und das ist das, was ihr oft nicht seht in diesen ganzen 400 Videos, die ich hier euch zur Verfügung gestellt habe. Ich denke, ihr habt daraus so viel mitgenommen, aber es ist eben noch mehr da als eben irgendeine Technik und mir geht es immer um das Mehr, um das, was noch da ist, passiert da eigentlich noch auf der Leinwand. Und wenn du wirklich malst, dann weißt du, wovon ich rede und wie viele Entscheidungen man treffen muss, ob es jetzt mit der Technik zu tun hat oder mit den Gedanken, die einen in den Kopf sausen. Man kann die Malerei auf so vielfältige Weise ja auch nutzen, gerade um ja auch Lösungen zu finden oder auch mit Dingen umzugehen oder auch wie jetzt hier in solchen Momenten, ja Mist, jetzt habe ich so viel Blau darauf gehauen. Ja, war toll, hat Spaß gemacht, aber jetzt gefällt es mir nicht. Was mache ich denn jetzt? Und das gehört eben dazu. Und das ist immer ein Weg, immer ein Gespräch mit dem Material, mit den Farben. Du reagierst mit der Farbe und lass dich nicht unterkriegen. Das gehört einfach mit zum Prozess. Das ist eigentlich das, was ich dir damit sagen will. Dass auch das Zweifeln dazu gehört und dass mal irgendwas nicht hinhaut, gehört dazu. Und ja, ich hoffe, du kannst da was mitnehmen und den Prozess einfach auch mal auf eine andere Art und Weise miterleben. Ja, und jetzt sende ich euch ganz herzliche liebe Grüße aus Neuseeland und ja, ich genieße hier meine Zeit, entdecke ganz viel und schreibe euch natürlich in den Newsletter noch etwas, lege da noch mal ein Foto mit bei oder auf den Social Media. Also danke für dein Like, danke für dein Abo, vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Wenn du eine Frage hast, schreib mir das. Vielleicht kann ich das auch mal anders aufgreifen und hier mal ganz anders die Themen behandeln. Denn ihr seid hier und ihr seid mir wichtig. Also hab einen schönen Sonntag. Tschüss.